Sehnsucht nach einer heilen Welt heißt auch die Sehnsucht nach Gesundheit. Wir wollten wissen, was heißt es, wenn man schon mit Mitte 20 dem Tod ins Auge blickt und ihm gerade noch mal so von der Schippe springt. Barry LaFair hat den langen Weg zurück auf die Bühne geschafft. Ich bin angekommen. Ich bin persönlich angekommen, ich bin gesund, das ist das Wichtigste. Und ich sehe vieles mit anderen Augen. Denn es wirkt wie ein Wunder, dass der 26-Jährige überhaupt wieder so singen kann. Denn vor 3 Jahren war plötzlich alles anders. Ein Schlaganfall, keine Stimme, kein Gehör. Barry war linksseitig gelähmt. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich hatte auch eine verschleppte Lungenentzündung dazu und Verschiedenes. Dachte, es wäre ein Schnupfen. Ich habe weiter Sport gemacht, war sehr gestresst, wenig Schlaf. Einen auf den anderen Tag ist das passiert. Und ich weiß nur noch, dass ich halt da lag und ich wusste nicht mehr, was los war. Auch vor allem, wenn man nicht mehr richtig hören kann oder gar nichts hört, ja, dann dauerte das und es dauerte lange. 8 Monate Reha und jahrelanges Stimmtraining. Mit seiner Ärztin Dr. Nicole Christina Sturmann kämpfte Barry um die alte Präsenz seiner Singstimme. Ein großer Aspekt ist die mentale Einstellung. Die mentale Einstellung heißt, der Patient, und vielleicht sollte der Arzt ihm da helfen, sollte ein Ziel heraussuchen. Man muss ein Ziel haben, um dieses Ziel anzusteuern. Und dann kann man Etappenziele beschreiben, kann sagen, die Hälfte haben wir geschafft, 3/4 haben wir geschafft, wir sind auf einem guten Weg, es geht in die richtige Richtung. Barrys Ziel als Musiker war klar. Er wollte ein Album produzieren, mit Texten und Emotionen aus all den Höhen und Tiefen, die er nach seinem Schlaganfall durchlebt hat. Durch Zufall erreichte ein Demoband von Barry den US-amerikanischen Musiker und Erfolgsproduzenten Mark Hudson. Also habe ich ihn angerufen und fragte ihn, Barry, schreibst du die ganzen Lieder selbst? Ja. Und du singst auch die Stellen selbst? Ja. Und ich sagte, ich muss dich treffen. Barry reist in die USA. Mark Hudson, der schon Alben für Ringo Starr, Celine Dion, Ozzy Osbourne und Aerosmith produziert hat, ist von Barrys Talent überzeugt. Und er ist begeistert von Barrys Willen, genauso gut oder gar besser zu singen als vor dem Schlaganfall. Er hat mir seine Geschichte erzählt und es ist unglaublich, einen Schlaganfall zu haben, beinahe zu sterben. Und da habe ich mich in seine Songs verliebt, weil sie alle von seinem Leben erzählen. Endlich schafft es Barry, seinen Traum zu verwirklichen und sein Album fertigzustellen. Loud and Proud, laut und stolz. Die CD-Referenz auf Vinyl gemastert in Hollywood. Musik ist mein Leben. Ich wache damit auf, ich schlafe damit ein. Manchmal schlafe ich auch gar nicht und mache nur Musik. Ja? Und durch dieses Album, das ist ein Zeitdokument, das ist ein Lebenswerk für mich. Ich bin noch so jung, 26, aber es fühlt sich an wie ein Lebenswerk. Ja. Die offizielle Veröffentlichung des Albums war vor einigen Wochen im Rheingoldsaal in Düsseldorf. Eine große Belastungsprobe für Barrys Stimme, 3 Jahre nach seinem Schlaganfall. Niemals aufgeben, egal was es ist. Mein Anker war die Musik. Ist egal, auch mit Erfolg und so weiter. Es ist, was definiert man als Erfolg? Für mich ist es jetzt gesund und gelassen, auf der Bühne zu stehen und für das, was man liebt, zu kämpfen. Beharrlichkeit, das ist der Schlüssel. Die Erkrankung hat seine Musik verändert und inspirierte ihn zu neuen Liedern und Texten. Daraus schöpft Barry LaFair die Kraft, um die Folgen seines Schlaganfalls zu überwinden. Ich habe schon wieder Gänsehaut, Wahnsinn.